Auf ihr Lappfotzen, hier wieder bei Men's TV. Wir haben heute was ganz Spannendes vor. Wie macht man richtig ein Kaminfeuer? Ja, es ist hochprofessionell hier, die Scheiße. Wir probieren es einfach aus, kommt mit. Also, was ich schon mal vorbereitet habe, ist hier Holz. Habe ich klein gehackt. Mit einer Axt natürlich, für die Wessis, die es nicht checken. So was Dämliches. Ja, ein bisschen größeres, kleineres. Richtig schön Brocken hier. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holzi, Holzi, Holz. So, dann legen wir jetzt gleich mal los. Als erstes macht man ein Hirtenfeuer. Ich bereite es für euch kurz vor und dann werde ich euch zeigen, okay? Bis gleich, Mars. So, hier sind wir wieder. Ich habe es mal kurz vorbereitet. Wie ihr sehen könnt, ich kann es ja mal ganz kurz drehen, warte mal. Geht das überhaupt hin? Das geht gar nicht. Das ist für eine Scheiße hier. Kann ich mal drehen im Mist. Auf jeden Fall hier, guckt es euch an. Ich hoffe, ich sehe es hier. Ein Hirtenfeuer gemacht. Das Hirtenfeuer ist so, dass man immer 3 Klötzchen anlegt und die dann halten. Hirtenfeuer, weil das früher die Hirten oder so, keine Ahnung, gemacht haben. Egal jetzt. Auf jeden Fall. Zweitens, wie zündet man das an? Es geht wie folgt. Man nimmt ganz normale, fuck die Scheiße hier. Ganz normale Zeitung. So hier ungefähr. Und zerknüllt es. Aber ihr müsst es vorher, warte, ihr müsst es vorher aneinander reiben. Rubbel die Katz. Da werden die Fasern auseinandergezogen und dadurch entsteht dann besseres Feuer. Ich weiß doch auch nicht. Auf jeden Fall so geht es. Dann, wenn ihr das gemacht habt, geht ihr damit in das Hirtenfeuer rein. Hirtenfeuer. Oh Scheiße, jetzt ist es zusammengeflogen. Kotzt dich an. Egal. Jetzt stopft ihr das einfach hier so rein. Ich sehe aus wie Sau. So, jetzt sieht das so aus. Klappt viel. Und jetzt. Fuck, wo ist denn mein Feuerzeug? Wartet mal kurz, ich hole noch ein Feuerzeug, dann geht's los. So, ich bin wieder da. Hier ist das Kaminfeuerzeug. Speziell damit ausgerichtet weiß. So. Jetzt entzünden wir das Ganze. Scheiße, kann man so nicht drehen? Scheiße. Ich hätte das anders machen müssen, Leute. Naja, scheiß drauf. So, pass auf. Fuck, war das heiß. Seht ihr das? Oh, scheiße, wird ausgegangen. Rotz hier. Die Flamme der Erkenntnis frisst sich hinein. Jawohl, sie kommt. Oh, fuck, mein Finger tut weh. Und es knickt. Wenn es knackt, ist es sehr gut. Weil es heißt, es greift das Holz an. Und jetzt müsste es eigentlich gleich funktionieren. Pass auf. Oh, jawohl. Ich und mein Holzi. Und wenn es verbrennt, dann nicht. So, seht ihr die Flammen? So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Und wenn nicht, dann immer mehr draufhauen. Oh, fuck. So. Ha. Und zumachen. Also ich habe mir irgendwas verbrannt. Aha. Interessant. Und es knistert. Hört das. Ihr müsst ganz genau hinhören. Es knistert. Und wenn es knistert, ist es nämlich sehr gut, weil es heißt, es brennt.
Man sieht sehr wenig, aber hinten sieht man schon. Und jetzt müssen wir noch die Luftlöcher aufmachen. Sind die überhaupt auf? Ah, die sind offen. Perfekt. So. Jetzt warten wir ein bisschen ab hier, die ganze Kacke. Oh. Und wenn's, ich komme gleich wieder. Und wenn es brennt, dann weiter. Bis gleich. Macht. So wie ihr seht, es brennt nicht. Also fast. Ich habe jetzt schon mal wieder 2 Scheiben aufgelegt. Dann musst du immer weiter und dann die Stufe von klein zu groß immer größer werden. Das ist das A und O beim Feuer machen. So. Und das Holz muss natürlich auch trocken sein. Wenn es tschüss so, dann heißt das Ding ist total nass, kannst du vergessen. Kannst in der Tonne kloppen, die Scheiße. Also immer schön weiter auflegen. Jawohl. Oh, das ist noch zu groß. Da gehen wir jetzt zu mir ins Vorhäusel. Katze, du Scheißvieh, verpiss dich. Axt. Axt. Und funktioniert nicht. Das kacke hier so. Warte mal. So. Kurze Unterbrechung. Ich spack's das hier mal irgendwo fest. So hier. Perfekt. Halt, du Scheißvieh. So. Nimmt mal Holz und hackt das. Und schon hat man verkleinert, die Scheiße. Let's go. Lass uns wieder in die Hut gehen. Wie ihr schon hören könnt, knackt es sehr. Und das Feuer ist am Lodern. So muss die Scheiße. Jetzt haut man mehr Holz rein. Warum schreie ich eigentlich so? Ich habe doch keine Ahnung. Also ihr könnt mich auch disliken und alles mögliche, ist mir eigentlich egal. Weil ich mache das auch aus Langeweile und ist mir doch egal. Also immer schön reinhauen. Schön wie es knackt. Es herrschen jetzt circa um die 1000 Grad. Oder so, weiß ich nicht. Ja. Immer schön alles aufmachen. So. Und dann, wenn es schön brennt, legt man mit größeren weiter. So, und das war's eigentlich. Und dann brennt es. So, ihr Wessis, jetzt wisst ihr nämlich mal, wie man ein richtiges Feuer macht. Ich glaube, das wisst ihr überhaupt nicht. Ihr kennt nur Heizkörper aufdrehen. Spastis, aber mal ganz ehrlich. Wir im Osten, wir können es wenigstens noch. Wir hacken das Holz mit purer Muskelkraft. Ich habe keine Muskeln, das ist egal. Auf jeden Fall. Jo, wir haben wenigstens noch und wir hacken Holz. Wir gehen nicht ins Fitnessstudio. Wir machen es wie richtige Männer und nicht wie solche Muschis da draußen. Junge, ihr habt doch keine Ahnung, ihr Wessis da draußen. Mal ganz ehrlich. Und Erzgebirge, schienst du Hamel, okay, es regnet gerade zur Zeit, aber juckt keinen. Also, wie ihr seht, es brennt sehr schön. Ein Modell, ein sehr schönes Modell von Ofen aus Granit. Sehr stabil. Muss wirklich sagen. Einwandfrei. Das Glas ist hochwertig. Dass es auch nicht springt. Dazu haben wir solche Utensilien sogar noch. Eine Schaufel, um den Mist da rauszukratzen. Ja, und alles mögliche da auch. So, läuft. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Macht's nach, versucht es. Und ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen. Aber, ach ja, ihr Wessis habt doch gar keinen Ofen. Na, tut mir leid, sorry. Es tut mir wirklich leid, aber naja. Ist halt so. Ja. Dann dreht mal wieder eure Heizkörper auf. Ist vielleicht geiler. Aber Kamin ist geiler. Gemütlicher. Ist voll gediegen, gechillt. Jawohl. Also ich merke schon, es ist eine Wärme. Zimmertemperatur 23,3. Es läuft, würde ich sagen. Es läuft. Wir können ja mal rausgucken.
Es regnet wie Sau. Es ist so ein Kackwetter. Und das ist Samstag. Ich kann nichts machen draußen, aber naja. Dafür hat man ja Langeweile und macht Kamin an und filmt es und stellt es auf YouTube. Warum macht man sowas? Ich frage mich das auch, aber ist mir auch egal. So Leute, macht's gut, haut rein und Ma!